Also generell haben wir eine Herausforderung in der Schweiz. Wir haben viel zu wenig technisches Personal, ganz generell. Und Valo Bertschinger unterstützt den Engineers Day, weil wir eben wollen, dass wir Nachwuchs haben in diesen zentralen Berufen. Die Firmen, die entsprechend die besten Leute auch haben, die haben einen Vorteil im Markt. Das ist sicher das eine. Und das andere, das merken wir immer jeden Tag, oder? Ein grosser Teil von der Belegschaft wird jetzt immer älter, geht zum Arbeitsmarkt aus. Und da wollen wir junge, motivierte Leute anziehen und das ist für uns das richtige Gefäß, der Engineers Day. Ja, der Engineers Day ist natürlich ein Symbol dafür, dass wir gerade darauf angewiesen sind, dass wir Ingenieure haben, die letztendlich in der Wirtschaft gestalterisch unterwegs sind. Das heisst, Prozess gestalten, Produkt gestalten, das ist die Basis für unsere Wohlfahrt. Oder? Also meine These ist ja, es gibt immer Wirtschaftszyklen und bei den einen Zyklen braucht es Gestalter und in den anderen gibt es halt immer wieder Verwalter. Der Ingenieur ist Gestalter und entsprechend ist gerade im Rahmen der digitalen Transformation das natürlich das zentrale Element der Zukunft, also dass wir wieder Ingenieure haben, die richtig gestalten und probieren, die guten Prozesse, die guten Produkte und letztendlich auch unseren Wohlstand zu erhalten. Ingenieure sind darum wichtig, weil sich die technologische Veränderung immer schneller einstellt. Oder früher hatte man Jahrzehnte, bis eine Technologie in der Gesellschaft irgendwie mal verankert war. Heute mit Smartphones, mit den digitalen Bauprozessen, in unserem Fall bei Valo Bertschinger, es geht viel rasanter, viel schneller. Also brauchen wir wirklich auch Leute, die das in den Boden bringen können. Und effektiv geht es am Ende des Tages darum, nicht nur Geld zu verdienen mit diesen Projekten. Das ist sicher das, was wir am Morgen dafür aufstehen, sondern eben auch eine Qualität herzubringen und Anforderungen zu erfüllen, die einfach sonst gar nicht möglich sind. Also die Leute müssen immer auf dem aktuellen Stand der Technik eine Top-Leistung erbringen und leider hat es ja in der Schweiz bekanntlicherweise mehrere 10'000 Ingenieurinnen und Ingenieure zu wenig. Ja, persönlich habe ich eine direkte Verbindung zum Ingenieurberuf. Ich bin selber Maschinenbauingenieur FH. Ein FH-Studium hat mir dann gezeigt, eben so die Verbindung zwischen dieser Wissenschaft, aber auch dieser Praxisanwendung. Das ist ja der Auftrag der Fachhochschule in diesem Fall. Mir hat das eine wahnsinnig spannende Welt aufgetan. Im Maschinenbau ist es so eine extrem dynamische Welt. Maschinenbaufirmen sind ebenfalls Spitze, davon profitiert übrigens auch Valo Bertschinger direkt davon, weil die Maschine muss man entwickeln und weitergehen. Also ein Asphaltfertiger ist nicht einfach fertig erfunden, da gibt es immer wieder auch digitale Applikationen, neue Felder, die man darin entwickeln kann. Und der Ingenieurberuf, das ist etwas wahnsinnig Dynamisches. Es ist für mich so wie zwischen Gestaltung eine riesige Verantwortung, weil man sehr früh eigentlich mitbestimmt direkt, wie das Produkt am Schluss aussieht und am Schluss eben, man hat das physische Resultat, also man sieht etwas mit Händen und Füßen und das macht Freude. Also ich bin selber Ingenieur und ich habe die Ingenieure immer so kennengelernt, dass sie sehr neugierig sind, probieren etwas für sich inhaltlich zu schaffen und insofern ist es immer sehr wohltuend, wie man merkt, da ist sehr viel Leidenschaft am Werk. Also für mich immer ganz entscheidend ist, über den Tellerrand rausschauen, Schnittstellen anschauen, also nicht nur in einem Silo Spezialist werden und dort quasi zu einem Fachidiot werden, sondern genau auch angehen und sagen, wo sind die Bedürfnisse, erkennen, wo hat das Potenzial und da muss man ein bisschen integrierter denken, als in den letzten, sagen wir, 2 Jahrzehnten notwendig ist. Also Ingenieurinnen und Ingenieure bekannter machen, was sie überhaupt machen in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, da gibt es für mich einen Satz, der das auf den Punkt bringt. Und der heisst, tue Gutes und sprich darüber. Jetzt sind wir nicht im Bereich tue Gutes, weil das machen sie ja, sondern im Bereich sprich darüber. Und das ist das, was Ingenieurinnen und Ingenieure meistens nicht ganz so als erste Priorität haben. Aber ich finde, Kommunikation über die wirklich Top-Produkte, über die Entwicklungen, über die neuen Technologien, die sich ergeben, das ist so etwas Spannendes. Man muss es halt vielleicht ein bisschen vom technischen Background entfernen und probieren zu kommunizieren, dass es die breite Öffentlichkeit versteht und vor allem auch emotional wahrnimmt. Also ich kann es jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf Schlieren als Standort beziehen. Schlieren selber ist für mich eine
eine Region mit dem Limmatal zusammen, die ich natürlich sehr stark wahrnehme als extrem dynamisch. Es ist ein Ort, der sich jetzt langsam wie zu einem Biotop entwickelt, sage ich jetzt mal, getrieben sicher auch von der Stadt Zürich, aber bis auch im Bereich vom Aargau hinein, wo sich enorm viel entwickelt. Wallo-Betschingen hat ja den Hauptsitz im Prinzip ja auch in diesem Limmatal innen, Dietika, also ist nicht weit von Schlieren entfernt. Durch das haben wir den Groove natürlich auch in der eigenen Firma inne. Das ist das eine und das andere, wenn ich die Infrastrukturprojekte anschaue, wo sehr viele Ingenieurleistungen dabei sind, die Limmatalbahn als grosses Thema, dort sind wir auch beteiligt dran und können uns gleich dazu tun, dass hier noch ein bisschen mehr Dynamik entsteht. Innovation ist an und für sich nicht an einen Ort gekoppelt. Innovation ist an Know-how und an Menschen gekoppelt. Oder insofern ist Schlieren oder das Limmatal natürlich jetzt einfach gerade im DNA von unserer Firma stark verankert. Das ist auch ein bisschen ein Zufälligkeitsprinzip. Aber letztendlich geht es darum, dass natürlich ein Ort den Leuten auch gefällt und dass man dort auch physisch präsent sein will, 6 in einem Gebäude, 6 an einem Ort und dann eben auch die Bereitschaft hat, Know-how zu transferieren. Und wenn das vorhanden ist, dann findet richtige Innovation statt und ich habe in den letzten 1-2 Jahrzehnten gemerkt, da hat es einen guten Groove da, also insofern sehr positiv verankert. Es gibt auch keine Top-Banker und Top-Manager und es gibt auch keinen Superingenieur. Der Superingenieur ist das Team, überall. Vielleicht steht er einem vorne, vielleicht hat er recht. Meistens sind es auch die Narzissten und die mit dem grossen Ego. Der Superingenieur ist das Team. Also es gibt natürlich schon Leute, die in der Schweiz sehr bekannt sind, die einen technischen Background haben oder eben einen Ingenieur-Background haben. Also ich meine, es gibt auch Leute, die zum Beispiel wie der Peter Sauber eine Formel-1-Rennstall aufgebaut im internationalen Rennsport wirklich an der Spitze waren. Und das ist für mich eben genau so solche Personen, wo man sieht, das ist Spitzentechnologie, hochpräzise, es muss funktionieren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber auch der Name der Person, die in der Öffentlichkeit kann sagen kann, was sie mit der Firma zusammen natürlich mit den Mitarbeitenden erreicht. Und das ist das, was für mich entscheidend ist. Also beim Engineers Day bin ich ja on-air live dabei gewesen. Ich konnte das anschauen, auch, die Referate, die sind gegangen. Mir ist noch ein Statement in Erinnerung gewesen. Das hat mich verbunden, weil ich nämlich in meinen eigenen Präsentationen, wenn es um Technologie und Ingenieurtätigkeiten geht, auch immer verwende. Das sind die Lego Mindstorms, die eine Referentin hat erwähnt hat. Und das ist nämlich etwas ganz Spannendes, wenn man vom Kindergarten bis zum Ingenieurstudium kann man mit diesen programmierbaren Lego-Steinen, vom Spielenden bis wirklich zum Ingenieurbereich etwas entwickeln. Und man hat etwas, das vor einem Bewegungen macht, das Aufgaben erfüllt. Und das ist genau die Herangehensweise des Ingenieurs. Etwas Spielerisches, das dann schlussendlich zu einem Top-Resultat führt. Also wenn man den jungen Leuten Begeisterung beibringen will, sind es für mich genau solche Beispiele, die zeigen, Ingenieurinnen und Ingenieure haben wirklich einen kreativen Job, einen verantwortungsvollen Job, aber durchaus auch spielerisch. Und das ist für mich der Approach. Es ist zentral, dass man ein Ziel hat, dass man ein Bild von der Zukunft hat, von sich selber, aber von dem auch, was man bewirken will. Und dann muss man extrem konsequent an dem weiterarbeiten. Dann muss man Wert haben, an diesen Wert muss man festhalten und nicht nur, wenn es zuscheint, sondern auch wenn es mal regnet. Insofern einfach extrem konsequent sein. Auch fordernd sein, nicht das Gefühl haben, es wird einem etwas geschenkt, das ist auch der Punkt. Und auch ambitioniert sein, ehrgeizig sein, zu dem stehen. Letztendlich ist Innovation auch der Drang, etwas zu bewegen, Wirkung zu haben. Wenn man am Morgen um 8 Uhr arbeiten gehen und am Abend um 5 Uhr aufhören, kann man das machen, kann man zum Start gehen, wo auch immer. Aber wenn man etwas bewegen will, dann hat man auch Spass daran. Und wenn man Spass hat, dann hat man Erfolg. Und wenn man Erfolg hat, dann sollte man Erfolg haben.